Hallo, heute zeige ich dir einmal ein paar interessante Tiere. Sei gespannt und viel Spaß. Steinböcke sind richtige Kletterkünstler. In den Hochgebirgsregionen der Alpen leben sie in steilem, unzugänglichem Gelände und kommen auch mit karger Nahrung aus. Hier siehst du einige Ameisen über einen Stein krabbeln. Das Tier, was du hier auf der Wiese siehst, ist eine Antilope. Dieser lustig aussehende Vogel ist ein Bartgeier. Der Bartgeier ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,95 Metern der größte Vogel Europas. Hast du schon einmal so einen Fisch gesehen? Er nennt sich Blauflossenfeuerfisch. Delfine sind keine Fische, sondern Säugetiere. Sie gehören zur Ordnung der Wale, dort zur Unterordnung der Zahnwale und zur Familie der Delfine. Ihre Vorfahren waren auf dem Land lebende Säugetiere, die vor Millionen von Jahren wieder zu einem Leben im Wasser übergingen. Delfine besitzen einen stromlinienförmigen Körper und sind deshalb perfekte Schwimmer. Sie werden je nach Art zwischen 1,5 und 4 Meter lang. Die größten Delfine, die Schwertwale, erreichen sogar eine Länge von 8 bis 9 Metern. Hallo, ich bin Lucy, das Eichhörnchen. Eichhörnchen leben auf Bäumen im Wald. Wegen ihres langen, buschigen Schwanzes sind sie sehr auffällig. Der Schwanz ist fast so lang wie der Körper. Besonders ist zudem, dass sie ihren Schwanz aufstellen können. Dann reicht er bis über die Spitzen der Ohren hinaus. Und hier siehst du einen Eisbär. Der Eisbär oder Polarbär ist eine Art der Säugetiere. Der Eisbär ist das größte aller Raubtiere, die auf dem Land leben. Eisbären gibt es nur in der Arktis. Dort kommen sie normalerweise bis auf etwa 200 Kilometer an den Nordpol heran. Dieser Vogel ist eine Ente. Sie sind verwandt mit den Gänsen und Schwänen. Genau wie diese leben sie normalerweise am Wasser, zum Beispiel an einem See. Auffällig an den Enten ist ihr breiter Schnabel. Eine männliche Ente nennt man Erpel, manchmal auch Enterich. Das Weibchen ist einfach eine Ente. Guten Tag, wir sind die Flamingos. Flamingos sind eine Familie von Vögeln. Es gibt davon 6 verschiedene Arten. Sie leben auf allen Kontinenten außer Australien und der Antarktis. Wir sehen ein bisschen aus wie kleine Füchse und heißen Fuchsmanguste. Tatsächlich aber gehören wir zu den Katzenartigen und sind eng verwandt mit den Erdmännchen. Das sind Gazellen. Gazellen sind eine bestimmte Gruppe von Tieren mit Hörnern. Sie leben vor allem in den Savannen und Wüsten Afrikas und Asiens. In der Biologie teilt man die Gazellen in 4 Gattungen ein und diese wiederum in über 30 Arten. Gazellen sind schlank und haben lange Beine. Am ehesten sind sie mit unserem Reh vergleichbar. Vom Kopf bis zum Po werden sie etwa 80 bis 170 cm lang und an den Schultern etwa 50 bis 110 cm hoch. Eine Gazelle ist zwischen 12 und 85 Kilogramm schwer. Das Fell ist auf dem Rücken grau bis braun, am Bauch ist es weiß. Viele Gazellen tragen zwischen diesen beiden Farben einen schwarzen Streifen. Der Gepard gehört zur Familie der Kleinkatzen. Geparde gibt es heute fast nur noch in Afrika, südlich der Sahara. Ein einzelnes Tier ist ein Gepard, mehrere sind Geparde oder Geparden. Von der Schnauze bis zum Po misst der Gepard etwa 150 cm. Der Schwanz ist nochmals etwa halb so lang. Sein Fell ist an sich gelb, aber darauf befinden sich viele schwarze Punkte. Die Beine sind sehr dünn und lang. Der Körper sieht einem schnellen Windhund ähnlich. Der Gepard ist die schnellste Katze und ist ein ausgezeichneter Jäger. Giraffen sind Säugetiere. Kein anderes Landtier ist größer, was die Körpergröße vom Kopf bis zu den Füßen angeht. Sie sind vor allem wegen des außergewöhnlich langen Halses bekannt. Im Hals hat die Giraffe 7 Halswirbel, wie die meisten anderen Säugetiere. Die Halswirbel der Giraffe sind aber außergewöhnlich lang. Eine weitere Besonderheit der Giraffen sind ihre beiden Hörner, die mit Fell überzogen sind. Manche Arten haben Höcker zwischen den Augen. Giraffen leben in Afrika in Savannen, Steppen und Buschlandschaften. Es gibt 9 Unterarten, die man an ihrem Fell erkennen kann. Jede Unterart lebt in einem bestimmten Gebiet. Der Graureiher ist unser zweitgrößter einheimischer Vogel nach dem Storch. Seinen Namen hat er von der Farbe seines Gefieders, obwohl nicht alle Graureiher grau sind. Sie messen von der Schnabel bis zur Schwanzspitze bis zu 90 cm
und haben eine Flügelspannweite von bis zu 170 cm. Trotzdem sind diese großen Vögel ziemlich leicht. Ein ausgewachsener Graureiher bringt nur etwa 1,5 bis 2 Kilogramm auf die Waage. Ihr Gefieder kann ziemlich unterschiedlich gefärbt sein. Sehr oft sind sie auf dem Rücken grau und am Bauch hell. Es kommen aber auch Farben von schwarz bis weiß vor. Typisch sind der helle Hals und die hellen Beine. Der kräftige Schnabel ist gelb-orange gefärbt. Büffel nennt man mehrere Arten von Rindern. Sie gehören entweder zu einer bestimmten Gattung in Afrika oder zu einer bestimmten Gattung in Asien. Manchmal zählt man auch den amerikanischen Bison zu den Büffeln. Ihn nennt man auch Indianerbüffel. Es gibt noch weitere Arten, die zu den Büffeln gehören. Es kommt aber sehr darauf an, wie man das wissenschaftlich betrachtet. Klar ist jedoch, alle diese Tiere gehören zu den Rindern. Hirsche bilden eine große Familie innerhalb der Säugetiere. Die Bedeutung des lateinischen Namens Cervidae ist Geweihträger. Alle ausgewachsenen Hirschmännchen tragen also ein Geweih. Eine Ausnahme bildet das Rentier, da tragen auch die Weibchen ein Geweih. Alle Hirsche ernähren sich von Pflanzen, vorwiegend von Grasblättern, Moos und den jungen Trieben von Nadelbäumen. Die Hirscheber sind eine Säugetiergattung aus der Familie der echten Schweine. Sie leben nur auf Sulawesi sowie den vorgelagerten Inseln und sind für ihre langen, den Rüssel durchbrechenden Hauer bekannt. Während früher alle Tiere zu einer Art zusammengefasst wurden, werden heute 4 Arten unterschieden, darunter eine ausgestorbene. Kamele sind eine Familie von Säugetieren. Anders als Kühe oder Rehe laufen sie auf ihren Schwielen, also nicht auf der Spitze des Fußes, sondern auf der Hacke. Kamele gibt es in mehreren Arten: Lama, Guanaco, Vikunja, Alpaka, wildes Kamel, Dromedar und das eigentliche Kamel, das den richtigen Namen Trampeltier trägt. Die Tiere aller Arten sind eher groß, fressen nur Pflanzen und haben lange Hälse. Die Zähne erinnern an die von Hasen. Wenn die Tiere sich ausruhen, liegen sie so, dass die Beine unter dem Körper bleiben. Kängurus sind Beuteltiere und somit Säugetiere. Wie andere Beuteltiere, zum Beispiel Koalas, leben sie in Australien und auf der Insel Neuguinea. Heute gibt es 11 große, verschiedene Gruppen von Känguruarten. Ihren Namen haben sie aus einer Sprache der australischen Ureinwohner. Der Körper eines Kängurus ist lang und hat am Ende einen langen, stabilen Schwanz. Darauf kann das Tier sich abstützen, wenn es steht. Beim Springen hilft der Schwanz, das Gleichgewicht zu behalten. Springen kann das Känguru sehr gut, dank seiner langen, kräftigen Beine. Katzen sind eine Familie der Raubtiere und gehören somit zu den Säugetieren. Es gibt sie auf allen Kontinenten, außer in Ozeanien und in der Antarktis. Sie fressen fast nur Fleisch. Es gibt von ihnen viele verschiedene Arten, die sehr unterschiedlich aussehen. In der Natur leben bei uns nur Wildkatzen und Luchse. Wenn man bei uns von einer Katze spricht, meint man oft die Hauskatze. Tatsächlich sind alle Katzen unserer Hauskatze ähnlich. Die Hauskatze wurde jedoch besonders gezüchtet und ist mehr oder weniger zahm. Der Löwe ist ein Säugetier und eine eigene Tierart. Wie der Tiger gehört er zur Familie der Katzen und somit zu den Raubtieren. Man nennt den Löwen oft den König der Tiere. Mit seiner großen Mähne ist das Männchen sehr auffällig. In der Natur lebt er heute nur noch im mittleren und südlichen Afrika. In Indien gibt es wilde Löwen nur noch in einem einzigen Nationalpark. Früher kam er in fast ganz Afrika, sowie in dem Gebiet zwischen Griechenland und Indien vor. Ein ausgewachsener Löwe ist bei den Schultern 1,25 Meter hoch. Männchen sind im Durchschnitt 190 Kilogramm schwer und Weibchen 125 Kilo. Der Mähnenspringer, auch bekannt als Berberlamm oder Barbary-Schaf, ist eine Art der Hornträger, die in den Gebirgsregionen Nordafrikas beheimatet ist. Sie gehören zu den markanten Vertretern der Gattung der Schafe und sind für ihre beeindruckenden Hörner und ihre mähnenähnlichen Haare am Hals bekannt. Es gibt rund 150 Arten von Mistkäfern, von denen 59 in Europa leben. Sie bevorzugen Wälder, Feldern und Steppen, sind tag- und nachtaktiv und können fliegen, wobei die kleinen Dickerchen dabei eher schwerfällig unterwegs sind. Genau das, was wir gerne so schnell wie möglich loswerden. Kot. Genauer gesagt, Dung. Kot von Pflanzenfressern.
Er ist in den meisten Fällen nicht vollständig verdaut und enthält neben dem Gras, das Pferde, Kühe, Kaninchen etc. fressen, auch eine Flüssigkeit. In dieser Flüssigkeit tummeln sich kleine Organismen, die die Käfer besonders mögen. Der Mistkäfer findet vor allem den Kot von Kühen und Pferden unwiderstehlich. Der Monarchfalter ist ein auffällig orange und schwarz gezeichneter Schmetterling. Er war ursprünglich in Nordamerika und dem nördlichen Südamerika verbreitet. Im 18. Jahrhundert hat er sich über den Südpazifik bis nach Australien ausgebreitet. Der Monarchfalter ist der am besten erforschte Schmetterling Nordamerikas. Er ist ein Wanderfalter, der bei Wanderungen im Herbst in Nordamerika bis zu 3600 Kilometer zurücklegt. Nashörner sind Säugetiere. Es gibt noch 5 Arten: Breitmaulnashorn, Spitzmaulnashorn, Panzernashorn, Javanashorn und Sumatra-Nashorn. Auf einigen Kontinenten sind sie vor Millionen von Jahren ausgestorben, weil sich das Klima stark verändert hat. Heute leben Nashörner in einigen Gebieten Asiens sowie im Süden und in der Mitte von Afrika. Nashörner tragen ein Horn, einige Arten auch 2, ein großes und ein kleines. Nashörner können bis zu 2000 Kilogramm schwer werden und fast 4 Meter lang. Sie haben einen großen Kopf und kurze Beine. Das Horn auf der Nase besteht aus demselben Material wie die Haut. Die Zellen sind jedoch abgestorben und fühlen deshalb nichts. Es ist der gleiche Stoff, aus dem auch die Haare und Fingernägel des Menschen oder die Krallen bestimmter Säugetiere sind. Paviane sind eine Gattung der Affen und gehören zur Familie der Meerkatzenverwandten. Sie messen vom Kopf bis zum Po zwischen 40 und 115 Zentimeter. Grundsätzlich sind die Männchen wesentlich größer und schwerer als die Weibchen. Auffällig sind die große, nach vorn gerichtete Schnauze und die gewaltigen Eckzähne. Die Männchen haben besonders mächtige Eckzähne und je nach Art eine Mähne im Nacken und um die Schultern. Der Schwanz ist etwas kürzer als der Körper. Bei den größten Exemplaren misst er bis zu 80 Zentimeter. Das Fell der Paviane ist dicht und rau und je nach Art verschieden gefärbt. Die Männchen der Mantelpaviane sind silberfarben, die der Steppenpaviane gelblich-blond, der Anus-Bis-Pavian ist olivfarben, der Bärenpavian bräunlich. Die Weibchen sind meist etwas anders gefärbt als die Männchen. Pelikane sind große Wasservögel mit außergewöhnlich langen, großen Schnäbeln und einem sehr dehnbaren Hautsack an der Kehle. Sie zählen neben der Riesentrappe zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt. Pinguine sind Vögel, die nicht fliegen können. Es gibt 18 verschiedene Pinguinarten. In Freiheit leben alle in den Meeren der südlichen Halbkugel der Erde. An Land gehen sie nur zum Brüten oder für den Federwechsel. Einige brüten sogar in der Antarktis und auf den Inseln in der Nähe. Mit Hunden haben Präriehunde nichts zu tun. Sie sind Nagetiere und keine Raubtiere. Aber weil sie bellen können, wurden sie von kanadischen Trappern Präriehunde genannt. Mit ihrem großen Geweih sehen sie richtig majestätisch aus. Deshalb werden die Rothirsche oft auch als Könige der Wälder bezeichnet. Der Tapir ist ein mittelgroßes Huftier. Sein auffälligstes Merkmal ist der lange Rüssel, eigentlich eine verlängerte Nase. Schildkröten gehören zu den Reptilien. Man unterscheidet zwischen Land- und Wasserschildkröten, von denen manche im Süßwasser und andere im Salzwasser leben. Eine Schildkröte kann bis zu 100 Jahre alt werden, eine Riesenschildkröte noch älter. Mit einer Körperlänge von rund 12 Zentimetern zählt der blau-braun gefiederte Schmetterlingsfink zu den mittelgroßen Prachtfinkenarten. Das Männchen trägt rote Wangenflecken, ansonsten sind beide Geschlechter gleich gefärbt. Die Schneeeule ist eine große Eule mit hellem, leicht gemusterten Gefieder. Sie lebt in der arktischen Tundra. Die Schneeeule kann Minusgrade von 56 Grad Celsius überstehen und hält damit den Weltrekord unter allen Vögeln. Das schottische Hochlandrind ist eine relativ ursprüngliche Rinderrasse, die direkt vom Auerochsen, dem Stammvater aller Rinderrassen, abstammt. Der schwarze Pacu lebt in Südamerika in den Stromgebieten des Amazonas und des Orinoco. Er kann bis zu 1,10 Meter lang und bis zu 30 Kilo schwer werden. Seelöwen gehören zur Ordnung der Raubtiere und dort zur Familie der Ohrenrobben. Sie bilden die Gattungsgruppe Otarini mit 6 verschiedenen Arten. Ihr Körper ist lang gestreckt und die Vorder- und Hinterbeine sind zu Flossen umgebildet. Der kleine Kopf mit der kurzen Schnauze sitzt auf einem kurzen, kräftigen Hals. Der Senegalamarant ernährt sich hauptsächlich von Grassamen und Getreidekörnern. Der Nestbau erfolgt in Gebüschen. Es werden 3 bis 6 Eier gelegt.
Der Ruf klingt wie ein ansteigendes Chick-Pi-Pi-Pi. Der sibirische Tiger ist ein Säugetier. Er ist eine Unterart des Tigers und gehört zur Familie der Katzen. Er ist ein großes, schnelles und starkes Raubtier. Sibirische Tiger sind die größten gestreiften Katzen der Welt. Steinböcke sind richtige Kletterkünstler. In den Hochgebirgsregionen der Alpen leben sie in steilem, unzugänglichem Gelände und kommen auch mit karger Nahrung aus. In Deutschland hat sich der Storch mehr auf Tiere der feuchten Wiesen und Äcker spezialisiert und frisst auch Regenwürmer, Eidechsen und Frösche. Der Südafrika-Kronenkranich bewohnt Feuchtgebiete und Savannen im westlichen, südlichen und östlichen Afrika. Dort ist sie vor allem entlang von Flüssen zu finden. Sie brüten in der Regel in Sumpfgebieten, sodass diese Art von Landschaft für diese Vogelart eine Priorität darstellt. Auf den nahegelegenen Grasebenen suchen sie nach Nahrung. Tauben sind eine Familie der Vögel. Sie können sich ihrer Umwelt gut anpassen, darum kommen sie in vielen Gegenden der Welt vor. Es gibt über 300 Arten von Tauben, davon aber nur 5 in Mitteleuropa. Der Teichfrosch gehört wie der kleine Wasserfrosch und der Seefrosch zu den Grünfröschen oder auch Wasserfröschen. Wie der Name schon verrät, haben Grünfrösche eine grünliche Grundfarbe und sind meist am Wasser zu finden. Totenkopfäffchen sind kleine Primaten, die in Wäldern Mittel- und Südamerikas leben. Sie sind eng mit den Kapuzineraffen verwandt. Ihre auffälligsten Merkmale sind der lange Schwanz und das Gesicht, das an einen Totenkopf erinnert. Das war es. Wir sind am Ende angelangt und ich hoffe, dir hat der kleine Ausflug ins Reich der Tiere gefallen.